Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal den Monster Adventure Force an. Monster hat mich wirklich sehr oft angeschrieben, ob ich nicht mal Lust hätte, mir den Bluetooth-Lautsprecher genauer anzusehen. Und wie gesagt, ich hatte erst gar nicht so die Lust dazu. Aber dann habe ich mir den Lautsprecher mal ein bisschen genauer angesehen und gedacht, pass auf, den sieht man gar nicht so oft, ist nicht so mainstreamig und sowas finde ich immer ganz spannend. Und da denke ich mir, jetzt schauen wir uns diesen Lautsprecher doch einfach mal an. Bleibt doch einfach dran. Los geht's. Euer Speaker Shocker. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Der Adventure Force hat eine Breite von 34,4 cm, eine Höhe von 19,1 cm und eine Tiefe von 14,3 cm und bringt knappe 2,8 Kilogramm auf die Waage. Ja, und designmäßig sieht er wirklich mal ganz anders aus als die üblichen Verdächtigen. Wobei üblichen Verdächtigen, wir werden ihn hier im Soundcheck mit dem Dockin Define vergleichen. Das Design hat irgendwie ein bisschen was, ich weiß nicht, so hantelmäßig irgendwas, wenn man den Griff sich jetzt hier mal ein bisschen wegdenkt. Das Gehäuse besteht zum größten Teil aus Kunststoff. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt das wertigste, könnte ein bisschen dicker sein, ist jetzt aber auch nicht ganz das schrottigste. Auf der Oberseite finden wir neben dem Griff und dem Monster-Schriftzug die üblichen Tasten, um einen solchen Lautsprecher zu bedienen. Also an, aus, Play, Pause, Lied vor, zurück, lauter, leiser, alles gar kein Problem. Auf der Rückseite finden wir dann hinter einer gut abdichteten Gummilasche, ich sag mal, eine gute Auswahl an Anschlüssen. Wir haben nicht nur AUX, um das Musiksignal reinzugeben, Bluetooth 5.0 ist auch kein Problem. Wir können aber auch einfach einen USB-Anschluss nehmen oder eine SD-Karte ist auch kein Thema. Und wer hier so ein bisschen auf Marktschreier machen möchte, gar kein Thema, ein Mikrofon könnte man hier sogar auch anschließen. Dazu haben wir noch den USB-C-Anschluss und den 4000 mAh großen Akku aufzuladen. Das dauert je nach Netzteil 6 bis 4 Stunden. Von dem Akku wird eine Verstärkerplatine angetrieben, die insgesamt 40 Watt leisten soll. Der Verstärker wiederum treibt dann hier 2 Tieftöner an, die hier seitlich angebracht sind, und in der Mitte 2 Hochtöner. Das Ganze soll dann ungefähr so sein, dass wir eine Art 360-Grad-Klang haben. Das heißt, es ist nicht so wie bei vielen Lautsprechern ist, dass der Klang nur in eine Richtung abgegeben wird, sondern eigentlich so, egal wie rum man den Lautsprecher jetzt hat, dass von überall Klang kommen soll. Und das finde ich, es ist gar nicht mal so eine unwichtige Sache, wenn man den Lautsprecher jetzt einfach mal auf dem Tisch stehen hat und ein paar Kollegen sind drumherum oder er steht irgendwo im Raum, ein paar Kollegen stehen da und hier, dass der Klang irgendwie nicht nur aus einer Richtung kommt, sondern irgendwo so ein bisschen von dem Lautsprecher, egal wie er steht, dass man alles immer gut verstehen kann. Die beiden Tieftöner haben jeweils einen Durchmesser von 10 cm und die beiden Hochtöner jeweils von 3,8 cm. Eine Spieldauer habe ich hier bei, ich sag mal 80%iger Lautstärke von knappen 7 bis 8 Stunden erreicht. Und wenn man es jetzt leiser laufen lässt, ich sag mal so 40% der Lautstärke, so dass man den irgendwo hinstellen kann, man hört noch gut was von der Musik, man kann sich aber auch noch mit anderen Leuten unterhalten, dann kommen wir hier echt sogar auf 15 Stunden Musik und das ist ordentlich. Und wenn man dann ein ordentliches Netzteil hat, wie gesagt, in knappen 4 Stunden ist er dann auch wieder voll aufgeladen. Ich denke, das geht vollkommen klar. Klanglich ist mir aufgefallen, dass der Lautsprecher aufgrund dieser 360-Grad-Geschichte, dass der Lautsprecher doch eher räumlicher spielt, als jetzt Lautsprecher, wo der Schall nur aus einer Seite irgendwie austritt. Aber so richtig einen Stereo raushören kann man jetzt nicht unbedingt, außer es ist jetzt sehr hart abgemischt, dass, sage ich mal, nur der linke oder dann nur der rechte Lautsprecher läuft, dann hört man es raus. Aber ansonsten so eine richtige Stereo-Geschichte kommt jetzt hier nicht wirklich bei rum. Was ich aber sehr schön finde ist, obwohl es, ich sag mal, ein bisschen bullig aussieht, könnte man meinen, ja, ist eine richtige Bassmaschine hier oder sowas. Aber nein, hier ist er doch ein bisschen zurückhaltend und das finde ich auch schön, dass wir nicht immer nur so eine massive Bassgeschichte haben, über Bass und sowas haben wir hier gar nicht. Es ist eher so ein bisschen sogar, wenn man jetzt direkt hier vorsteht, dass einen die Höhen schon sehr direkt, ich sag mal, in die Fresse knallen, sage ich jetzt mal, das fast schon ein bisschen zu spitz sein kann, je nach Lautstärke und je nach Lied. Schauen wir uns dazu meine Messung an. Ich habe 2 Messungen gemacht. Einmal, wo ich das Mikrofon ausgerichtet habe, das von vorne quasi aufnimmt und einmal ein bisschen so von der Seite her. Nehmen wir mal die Messung erstmal von vorne. Dann sehen wir, dass der Lautsprecher doch schon so ein bisschen Lust hat, so ab 50 Hertz schon so ein bisschen loszulegen. Aber so richtig los geht es dann erst so bei 150 bis 200 Hertz. Dann haben wir so eine kleine Überhöhung. Und ich finde, das hört man auch gerade so bei Stimmen, hört man das ziemlich deutlich raus. Manchmal auch bei Musik hört man es auch ein bisschen durch. Und gerade wenn die Musik, die sollte am
besten so einfach wie möglich sein. Das passt dem Lautsprecher am besten. Hat man jetzt mehrere Basslinien in einem Lied drin oder so, dann tut er sich hier sehr schwer mit und das klingt dann auch nicht mehr so differenzierbar, sondern eher schon ein bisschen verwaschener. Und schauen wir in der Messung mal ein bisschen weiter, dann sehen wir, dass wir so bei 1 bis 3 Kilohertz eine kleine Senke haben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwo hier so die Übergangsfrequenz haben zwischen den beiden Tieftönern und den Hochtönern. Dass es vielleicht, wenn das Mikrofon von vorne aufnimmt, dass es da vielleicht ein bisschen zur Auslöschung kommt. Und in Höhen sehen wir das, weil das Mikrofon ja von vorne aufnimmt, dass wir da ein bisschen Erhöhung in den Höhen haben. Betrachten wir das Ganze jetzt mal von der seitlichen Messung, da sehen wir, ja, die Charakterzüge sind ähnlich, aber die Höhen, das ist dann doch schon ein bisschen deutlich entschärfter und dann auch angenehmer zu hören. Und damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie dieser Kollege hier so klingt, habe ich für euch auch wieder einen kleinen Soundcheck vorbereitet. Dieser ist auch wieder 3D binaural aufgenommen worden, also tragt am besten eure Kopfhörer dafür, damit das beste Klangergebnis bei euch rüberkommt. Und wie gesagt, wir vergleichen das Ganze auch mal mit den Docking Define. Looking at a self-made woman, you should know I got nothing for free in this life. None of us can know what's coming. So if you wanna be with me, baby, can't you see? You gotta make room for a self-made woman like me. You gotta make room for a self-made woman like me. You gotta make room for a self-made woman. Gotta get up, gotta get Man hört, glaube ich, schon raus, dass der Adventure Force doch versucht, ein bisschen räumlicher zu klingen und der Docking Define da doch eher so von vorne kommt, dafür aber irgendwo auch ein bisschen stereomäßig das Ganze ein bisschen besser auf die Bühne bekommt. Bassmäßig ist es doch schon so, dass man bei dem Adventure Force schon irgendwo so ein bisschen raushören kann, alles klar, 50 Hertz, da geht ja schon ein bisschen was, aber dass es trotzdem irgendwo, ich sag mal, nicht ein trockener Bass ist, sondern eher so ein wummernder Bass ist. Jetzt nicht unbedingt, wo ich sage, jawohl, der ist strukturiert oder so, sondern eher so ein bisschen verwaschen das Ganze. Es liegt, glaube ich, aber einfach daran, weil es halt so eine 360-Grad-Geschichte sein soll. Und da finde ich es gut, wenn man ihn wirklich auf den Tisch stellt oder so, dass es sich jetzt nicht anhört, oh, das kommt jetzt eng irgendwie aus einer Ecke, sondern irgendwo spielt das Ganze doch ein bisschen räumlicher von dem Lautsprecher, weil er halt in unterschiedliche Richtungen hinstrahlt. Finde ich dann irgendwo schon ein bisschen praktischer. Aber jetzt so richtig zum Musik hören und genießen, ist es eher nicht so. Aber jetzt eine Sportübertragung sich anhören, Bundesliga am Radio oder sowas mit Kollegen am Stehtisch oder sowas, dafür ist er richtig gut. Und wenn man es dann laut macht, dann kann auch jeder in der weiteren Umgebung alles gut verstehen, denn wir können hier eine Lautstärke Dezibel C, 1 Meter Entfernung von 96,8 Dezibel erreichen. Ebenfalls interessant ist, dass Monster jetzt nicht unbedingt neu ist oder sowas. Die sind schon seit um die 40 Jahren in dem Business drin und haben damals auch bei den Beats Audio, bei dem Kopfhörer von den Dr. Dre auf jeden Fall, da haben die auch schon mitgewirkt. Interessant. Sache. Also auffällig ist der Monster Adventure Force, finde ich auf jeden Fall. Gerade wenn er so ein bisschen weiter weg steht und man kennt ihn nicht, dann denkt man, okay, was ist das denn, kenne ich nicht, gucke ich mir mal genauer an. Dann findet man aber leider schnell heraus, dass hier sehr viel Kunststoff verbaut worden ist. Ich weiß, das soll alles ein bisschen das Gewicht reduzieren, damit es nicht ganz so schwer wird, aber es fühlt sich alles ein bisschen nach sehr viel Kunststoff an. Gerade wenn man den Preis bedenkt, der liegt zurzeit bei um die 150 €.
Nee. Ich habe ihn aber auch schon mal für 90 gesehen oder sogar auch schon für 80 Euro gesehen. Und dann passt das, wenn man hier auf diesen 360-Grad-Sound steht. Wenn man jetzt echt den irgendwo auf den Tisch stellt, man möchte mit mehreren Freunden zusammen hören oder sowas, dann passt das. Auch am Strand gar kein Thema, denn im Wasser untertauchen ist auch kein Thema. IPX7 erfüllt er hier ohne Probleme. Auch die Akkulaufzeit, die finde ich ordentlich, wenn man sie, wie gesagt, jetzt nicht ganz so laut hört. Dann hält der Akku echt lange durch. Das passt, das ist in Ordnung. Naja, also designmäßig muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde ihn jetzt nicht unbedingt den schönsten. Aber aus der Masse hervorstechen tut er auf jeden Fall. Transportieren, naja, im Rucksack Kids mit einer knappen Breite von 35 cm nicht so unbedingt. Aber liebe Leute, was haltet ihr denn von dem Monster Adventure Force? Schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare und da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin jetzt hier am Ende dieses Videos angekommen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch direkt den Kanal, dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, euer Speaker Shocker. Tschüss! Ach, da oben sind noch 2 andere Videos und da unten könnt ihr mich abonnieren.